habe mal gehört, dass es ein guter Anfang ist, auch für Fotos, dass man so zur Seite gucken soll und dann so in die Kamera. Dass es nicht so aussieht, dass man so blöd reinglotzt. Dann machen wir das. Mache ich jetzt auch. Vorsicht. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen im Artist Travel Studio. Ich will euch heute zeigen, wie man alles sketchen kann. Alles, was einem so vor die Linse kommt, kleine Dinge im Alltag. Was Großes, was Kleines, was Rundes, was Eckiges. Und wie man die recht schnell, locker visualisiert. Mit ein bisschen lockeren Strich und ein bisschen Farbe. That's all. Alltagsgegenstände, Dinge, die euch die ganze Zeit vor der Linse rumliegen und ganz unscheinbar irgendwo im Schrank, in der Schublade oder irgendwo auf einer Ablage liegen. Und die kann man nutzen, um das Zeichnen zu trainieren. Und zwar, um gleich gut zu bleiben oder auch um besser zu werden. Man guckt sich den Gegenstand an, nimmt ihn sich genau vor, guckt ihn richtig an und zeichnet ihn einmal, zweimal, dreimal oder auch 4000 Mal. Wie macht man das? Keine Ahnung, muss ich erst nachlesen. Hab hier zufällig eine Fibel gefunden, in der steht das alles drin. Und dann gucke ich mal, was da steht zu Dinge. Ach, hier ist Essen, guck mal. Und hier, kriege ich Hunger. So, hier, Dinge. Und hier beschreibe ich in dem Kapitel jedenfalls, wie man tatsächlich Dinge und Gegenstände zeichnet, koloriert, also quasi sketcht. Hier sind so Beispiele drin, zufällig ein Schlüsselbund. Und da geht es um die Farbe, die Temperatur, die Values, die Tonwerte und Schatten. Die Leute kommen in die Kurse und wollen immer locker zeichnen und am liebsten wollen sie Urban Sketching machen. Und ich glaube, dass es da keinen großen Unterschied gibt zwischen den einzelnen Motiven. Wenn man erstmal gelernt hat, wie man was locker und lebendig oder spannender zeichnet und mit Aquarell pfiffig kolorieren kann, dann ist es egal, ob man den Louvre, Brandenburger Tor, seine eigene Hand, eine Currywurst oder einen Blumenstrauß bei sich zu Hause malt. Probiert es mal. Am einfachsten ist es mit den eigenen Malmaterialien, aber wir werden jetzt hier noch 2, 3 andere Objekte mal uns genauer angucken und ich zeichne die mal. Man gebe mir den ersten Gegenstand. Wie heißt sowas eigentlich? Wasserspritzflasche. Ich stelle mir das jetzt hier mal hin und gucke mir das als allererstes mal genau an. Und da sehe ich, dass es Gott sei Dank nicht ganz so komplex ist. Wir haben hier so eine Tropfenform, die ist recht easy. Wir müssen uns hier nicht mit so einem Zeugs hier beschäftigen. Und dann ein bisschen komplexer ist hier oben der Kopf von der Figur. Und was immer hilft, was ich selber auch zu selten mache, ist Sachen zu messen. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier mal gucken, ja, ist insgesamt ein bisschen größer als der Pinsel. Was haben wir denn hier noch? Ein bisschen längeren Pinsel. Ja, guck mal, das ist ungefähr fast gleich lang. Und jetzt sehe ich, dass die Hälfte wäre ja ungefähr hier. Das heißt, dieser Kopf, das ist ein Viertel, ein Drittel von der ganzen Geschichte. Ganz grob gesehen reicht mir das auch schon. Ich brauche jetzt mal meinen Füller. Da ist er. Und da ist wasserfeste Tinte drin, werde ich oft gefragt, ist ein Füller mit wasserfester Tinte. Weil ich ja hier kolorieren will mit Aquarell, macht es natürlich keinen Sinn, hier einen wasserlöslichen Stift zu nehmen. Wie fange ich damit an? Ich mache mir hier erstmal eine Linie hin. Die ist die gesamte Höhe von meiner Spritzflasche. Und dann haben wir gesagt, dass ungefähr ein Drittel, Viertel, ungefähr sowas hier, da wird der Kopf stattfinden und der ganze Rest ist schon mal dieser komische Tropfen. Und ich habe hier eine Mittelachse, an der kann ich hier ganz gut checken, ob das einigermaßen symmetrisch wird. Dann gehe ich hier hoch mit der Form und ziehe die hier so ran. Und jetzt geht's los, was hier oben ist. Wir haben hier sowas wie so ein Kragen eigentlich. Da sind dann hier so eine Pinöpels dran. Und dann geht es hier los. Dann ist hier so eine Rundung. Ein guter Tipp ist, wenn ihr was zeichnet, was ihr noch nie gezeichnet habt, so einfach wie es aussehen mag, untersucht es. Warum wurde das gebaut? Ja, wozu wurde das gebaut? Das funktioniert nicht, wenn man hier raufdrückt und das hier irgendwie nicht verbunden ist miteinander, dann macht das ganze Ding hier keinen Sinn. Und das sollte es schon machen. Ein bekannter Illustrator-Kollege von mir hat sich mal eine Zeichnung von mir angeguckt von einem Pferd, einem Reiter. Und dann hat er sich die so angeguckt und hat die ganze Zeit so komische Bewegungen dabei gemacht. So. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, das Pferd stimmt nicht. Und ich gesagt, wie, das Pferd stimmt nicht? Das würde umkippen, hat er gesagt. Wenn beide Beine beim Galopp auf der Seite, ich habe keine Ahnung davon. Jedenfalls hat er gesagt, es würde umkippen. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt natürlich schwierig, weil
diese Zeichnung, die du da gerade siehst, die habe ich nicht von einem echten lebenden Pferd und einem Reiter abgemalt, sondern von einer Statue, die im Hotel stand, habe ich die abgemalt in der Lobby. Das heißt, der Typ, der die Statue gemacht hat, hat schon geschlampert anscheinend. Ich würde darauf nie kommen, aber ich versuche auch meinen Blick zu schärfen und auf sowas zu achten. Also, ich habe jetzt hier grob die Geschichte von dieser Flasche hier aufs Blatt übertragen. Ihr seht hier recht feste Linien, die gefallen mir gar nicht. Hier ist es schön locker, ein paar Fehler sind hier, die sind auch schon korrigiert. Das ist völlig in Ordnung beim Sketchen. Und das macht man eben nicht mit einem Bleistift und kriegt dann Herzrasen und radiert wieder alles weg und so, sondern man lässt es stehen. Das macht das ganze Ding interessanter. Und wenn ich hier so uninteressante Stellen habe, vermeintlich akkurate, richtige Stellen, dann saue ich da ein bisschen mehr mit der Farbe rum. Mal gucken, wie wir das machen. Ihr seht ja selber, dass das Ding hier weiß ist. Vielleicht spielen wir mit der Farbe rum oder wir lassen es weiß. Aber weißes im Aquarell braucht immer Hintergrund, braucht einen Kontrast, sonst sieht es aus wie das Papier. Das Ganze kann hier nicht weiß sein, nicht wirklich überzeugend weiß sein, wenn der Hintergrund nicht dunkler ist. Was ich jetzt meistens noch mache, ist, ich mache das Gegenteil von Aufräumen. Also ich mache hier extra so ein bisschen Linien rein, die da nicht sind, beziehungsweise die vielleicht auch mal nochmal so eine Form hier betonen. Oder wenn mir das hier jetzt zu glatt ist, ist es nicht, aber hier war es mir zu glatt, deswegen habe ich hier einfach so eine Linie rein oder auch mal außen noch ein paar Pünktchen, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu halten. That's all for the Zeichnung. Jetzt würde ich das Ganze ungefähr 16 Wochen trocknen lassen, weil so lange braucht die Tinte dann doch. Nein, ich warte ungefähr 16 Sekunden und dann ist die Tinte trocken und dann können wir hier mit der Farbe ran. Ich gebe dem Pinsel jetzt hier Wasser, wie so ein Fisch, sonst kann er nicht mit mir spielen. Wir haben hier zwei große Farben, und zwar Blau und Weiß. Und ich versuche das Blau ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, dass es hier dem Heliozoelin oder Zoelinblau, das ich im Kasten habe, recht nahe kommt. Wir werden das natürlich nicht so belassen, sondern ich zeige euch gleich, was da noch passiert, aber erstmal als Grundfarbe. Und die setze ich hier rein und freue mich, wie schön das jetzt schon aussieht. Ich könnte schon aufhören, aber ein bisschen mache ich noch weiter. Und jetzt ist das hier, mein ganzer Körper hier, also nicht meiner, sondern der von der Flasche hier unten, der ist nass. Und da kann ich jetzt Sachen reinschmeißen. Schaut mal, wenn ich hier noch ein bisschen Blau reinpacke, bleibt es hier unten. Hier auf der Seite haben wir eine Helligkeit, also machen wir hier eine Dunkelheit hin. Da ist die Aquarellfarbe. Und falls das immer noch nicht reicht, ich würde hier sogar noch ein bisschen mehr Dunkelheit reinpacken, nehmen wir auch doch mal gleich noch eine zweite Blaufarbe dazu. Ich nehme mal Ultramarin noch dazu, mische mir das aber vorher noch ein bisschen mit dem Zoelin. Und das packe ich jetzt mal hier unten rein. Ja, das sieht gut aus. So, das lasse ich auf jeden Fall trocknen. Dann gibt es noch zwei andere Stellen, die blau sind, und zwar das hier und das versuche ich mal so. Mal hier einfach so hin. Reicht mir schon. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das trocknen lassen oder ob wir uns trauen, gleich an diese weißen Geschichten zu gehen. Oh, da könnte man aufmerksam sagen, na, was ist denn mit dem Kranz hier in der Mitte, mit dem Hals? Gut, der kriegt natürlich auch noch blau. Ich gucke immer nach Schatten und wenn es hier so nass ist, dann muss ich die Chance nutzen, um hier gleich einen Schlagschatten einzubauen. Das Licht kommt von hier, aber auch ein bisschen von oben. Das bedeutet, dass Sachen, die hier drüber sind, hier drauf einen Schlagschatten werfen. Und selbst wenn ihr es nicht seht in eurer Vorlage, weil die Lichtsituation anders ist, würde ich das immer machen. Schaut mal, ich packe hier so ein schönes Indigo rein und es läuft jetzt hier so schön in die Aquarellfarben rein. Das brauche ich natürlich auch nochmal hier unten, ist ja klar. So und so, vielleicht hier noch ein Stück hoch, aber auch nicht mehr. Jetzt haben wir nämlich hier auch schon eine schöne Schattensituation. Das ganz dunkle Blau packe ich auch noch hier rein, weil ich will, dass von hier das Licht kommt und hier eine Dunkelheit ist. Also kann ich auch noch hier Dunkelheit reinschmeißen. Und ihr seht, wie sich das schön miteinander vermischt, weil das nämlich Aquarell so macht. Ich wasche meinen Pinsel in Unschuld und mische mir mal Folgendes. Ein Grau. Ich brauche jetzt ein Grau. Das Einzige, was ich hier an Farbe sehe auf diesem oberen Teil der Flasche, sind Grautöne, graue Tonwerte. Ich sehe das Weiß, das male ich nicht, weil das Papier ist ja schon weiß. Und das mische ich mir eigentlich immer so. Hier ist ein bisschen Ultramarin, da, und daneben gleich, weil es zwei Brüder sind, Umbra gebrannt.
Oh, Umbra gebrannt ist gerade ein bisschen stärker, obwohl gleich ein schönes Grau. Da ist es. Ich habe ja schon eine Lichtsituation mir gebaut. Das heißt, hier ist das Ding dunkler, weil das Licht von da kommt. Dann machen wir das hier mal dunkel. Jetzt kriegt das ganze Ding noch einen Schatten. Also wir haben uns jetzt hier nur um Objektschatten eigentlich gekümmert, beziehungsweise das hier ist auch ein Schlagschatten. Der Objektschatten ist der Schatten am Objekt dran. Der Schlagschatten ist der Schatten, den das Objekt wirft. Und dafür nehme ich mir hier wieder mein Grau, da ist es. Eigentlich ein bisschen mehr Blau rein, um eine Schattenfarbe hinzukriegen. Aber jetzt gucken wir uns das Ding mal an und es könnte langweilig werden, wenn wir jetzt den Schatten auch bläulich machen. Also mache ich den Schatten als Kontrast zu dem Blau ein bisschen wärmer. Also nehme ich ein kleines bisschen mehr Umbra gebrannt und mache mir dadurch einen warmen Grauton. Und den packe ich jetzt hier unten hin. Und der wird natürlich gleich sich hier mit dem Zeug verbinden. Das will ich aber auch. Und jetzt mache ich zwei Sachen damit. Das erste ist, ich verbinde das hier mutwillig. Kann hier schön Action machen. Und das zweite ist, auch den mache ich nach vorne hin weich. Und ihr seht, wie sich hier die Farben, ich mache das mutwillig auch, dass die sich so ein bisschen miteinander vermischen mehr, weil das, ja, wie soll ich das erklären? Die Sachen sind in Beziehung miteinander. Das Blau steht auf dem Untergrund und hier verbinden die sich. Und da passieren so viele Sachen. Nicht will, dass es akkurat voneinander getrennt ist, sondern ich will, dass es sich irgendwie verbindet. Jetzt könnte man noch eine Sache sagen. Da könnten die Leute sagen, die mich vielleicht schon kennen, würden sagen, ja, jetzt hast du hier schon so eine recht schmuddelige und befleckte Flasche stehen. Warum sieht denn die bei dir aus wie aus dem Laden? Und da habt ihr völlig recht. Also müssen hier auch noch ein paar Farbflecken rauf. Die wurde ja benutzt. That's it. Das ist Gegenstand Nummer 1, die Sprühflasche. Sie ist jetzt fertig gesketcht. Da ist sie. So würde ich sie machen. Und jetzt brauchen wir noch einen Gegenstand. Brauchen einen Gegenstand. Da ist er ja. Ein Pinsel. Hat man immer da. Pinselchen müsste man als Zeichnermaler eigentlich immer da haben. Vielleicht nicht ganz so einen großen, aber die sind natürlich schön zum Zeichnen. Auch den gucke ich mir genau an, analysiere ihn ein wenig und zeichne ihn dann und koloriere ihn dann. Wir haben hier einen recht großen Pinsel. Ich würde sagen, dass hier, wo der breitere Teil anfängt, ist nicht die Hälfte, aber ein bisschen mehr als die Hälfte. Also auch hier mache ich mir wieder eine Achse. Und ein bisschen höher als bei der Hälfte, also hier vielleicht, fängt der an so auseinander zu gehen. Also ist er hier noch beisammen, dann noch alle beisammen und hier geht diese Form hier lang. So. Dann gibt es hier nochmal, wenn ihr das genau seht, gibt es hier nochmal so eine Glanzgeschichte, die ist hier. Die zeichne ich natürlich nicht, aber auf der anderen Seite so ein bisschen. Da mache ich sie dunkler und da mache ich sie später heller. Dann steht hier irgendwas noch, das will ich auch nie genau abschreiben, das würde ich nicht machen, weil wir sketchen ja. Und warum sollen wir denn bei der Schrift auf einmal genau und akkurat sein wieder? Unregelmäßigkeiten betonen, auf keinen Fall jedes Haar jetzt hier glatt malen, das ist langweilig. Und ihr seht und ihr hört auch, wie der Stift geht. Der Stift geht eben nicht so, weil das sieht komisch aus. Das ist krampfig und langsam, da ist kein Schwung drin. Und in den Haaren ist Schwung. Die sind da gewachsen, gewachsen sind die eben nicht, aber da ist keine Ordnung mehr drin. Jedenfalls nicht mehr wahnsinnig viel. Und auch der Pinsel soll jetzt Farbe bekommen. Zwei große Geschichten. Das hier oben ist irgendein schmuddeliges Grau, das hier ein bisschen wärmer wird. Hier können wir es schön kalt machen, weil es Metall ist. Und dann haben wir einen schönen Kontrast zu diesem warmen Holz. Das ist fast ein Orange. Ich glaube, ich nehme einfach auch mal Orange. Ich glaube, das ist zu viel des Guten, aber das kann ich ja immer noch ändern. Hier ungefähr, oh, das war knapp, wollte ich meine Glanzkante lassen. Mal sehen, ob ich es noch hinbekomme. So, jetzt ist alles sehr, sehr orange. Da muss schon noch was passieren. Und zwar will ich das brechen und das mache ich überraschend mit Blau. Seht ihr das? Das sind kleine Nuancen. Ich mache noch ein bisschen mehr, damit es ein bisschen schneller geht. So, ganz kleine Geschichtchen sind es hier. Jetzt kommt das und das, also brauchen wir wieder Grau. Und wenn es mir jetzt zu bläulich ist, also zu kalt, so wie das hier, dann ist es aber geradezu perfekt für diese Metallgeschichte. Ich mache es jetzt ein bisschen weniger nass, also fast trocken.
und hoffe, dass es hier hinhaut, dass ich hier so ein paar trockene Striche drin habe. Oh, der ging hier rüber. Zeige ich gleich, was man damit macht. Entweder einnässen und wegrennen oder im einfachsten Fall kann man den so ein bisschen auflösen und es wird auch spannender dadurch. Und ich mache es jetzt extra. Zack, lasse hier ein bisschen Farbe rauslaufen. Die Farbe hier packe ich hier gleich nochmal dahin. Und jetzt nehme ich was Warmes so, und vermische das extra mit dem Pinsel. Ihr seht ja, dass der hier auch ein bisschen dunkler ist. Und nach oben hin wird er wieder dunkler. Und es hat so eine Art, so was Fliederiges, so was Lilanes. Mal gucken. Also hier ist noch Grau. Wenn ich zum Grau Lila dazu packe, hier ist Lila. Vielleicht ist es auch Quatsch. Mal sehen. So. Verbinde ich. Aber auch nicht überall. Doch, das ist ganz gut, glaube ich. Und das muss jetzt mal kurz trocknen. Dafür nehme ich einen Föhn. Ich versuche nicht jedes einzelne jedes einzelne Haar zu malen, sondern ich versuche mal mit dem trockenen Strich hier ranzukommen. Sieht man das? So. So, jetzt habe ich hier eine Schattenfarbe. Jetzt ist der aber weich, wie ihr das hier so sehr gut seht, weil die Jungs von Artist Travel hier natürlich ein hervorragendes Licht aufgebaut haben. Und jetzt gehe ich hier einfach noch mal lang. Ich will irgendwie hier noch so ein bisschen Leben reinkriegen und vielleicht auch noch ganz wenig von dieser Struktur andeuten. Ah, auch hier ist der ein bisschen fleckiger, also kommen hier auch noch ein paar Flecken hin. Wer da beim Spritzen Angst hat, kann noch ein paar Stellen zuhalten. So, da ist der Pinsel. Das war Objekt Nummer 2. Wir unterbrechen das Video hier kurz für das angekündigte Gewinnspiel. Zur Feier des Tages verlosen wir heute 3 Original Gries-Sketches aus diesem Video und einige Sets hochwertiger Schminke-Farbkästen mit Gries Lieblingsfarben. Das Gewinnspiel geht vom 24.07.2022 bis zum 7.08.2022. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in der Kommentarspalte folgende Frage zu beantworten. Welchen Gegenstand würdet ihr gerne mal sketchen und warum? Die Gewinner werden dann unter allen Teilnehmenden zufällig ausgelost. Genauere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Gegenstand. Okay, den dritten Gegenstand habe ich zufällig selber dabei. Ein Cuttermesser. Mal kicken. Kommt aus meiner Tasche, seht ihr, da kommt gleich irgendwas rausgefallen wieder. Und es ist wieder das gleiche Prinzip. Das hier ist seine Höhe. So. Und ja, ich nehme das jetzt so, wie ich es hier habe. Ein Stück guckt hier raus. So, das ist recht gerade und recht kantig und recht, ja, ist zum Schneiden da. Da werde ich jetzt nicht so rumeiern und eine organische Linie finden. Das will ich schon, dass das so aussieht. Und dann geht es hier weiter. Dann kommt hier irgendwann so ein kleiner, tja, da müsste man wahrscheinlich den Produktdesigner mal sprechen, warum das da ist. Aber vielleicht wisst ihr das ja. Wenn ihr das wisst, erklärt es mir. Dann geht es hier weiter mit der geriffelten Stelle. Hier geht es mit so geriffelten Zeug los. Da werde ich jetzt auch nicht jede Rifflung da einbauen, sondern nur die Linie ein bisschen brüchiger machen. Sowas macht mir keinen großen Spaß hier, weil das hat was mit Rhythmus hier zu tun und ist langweilig. Deswegen versuche ich, das organischer zu gestalten, indem ich eben auf diesen Rhythmus verzichte. Und im Gegensatz dazu ganz jazzig da falsch reinsteppe in die Session. Okay, ich habe ihn grob gezeichnet, im gleichen Übergang zum Detail. Und jetzt kommt als letztes, dass ich zu den Details hier auch noch gucke, wo sind besondere Dunkelheiten. Ich will nicht alles mit der Linie, die ich gerade zeichne, betonen, sondern auch Aquarell noch ein bisschen Luft lassen. Die Zeichnung ist fertig und trocken geföhnt. Wir können den Füller zur Seite legen und den Pinsel in die Hand nehmen, um auch diesen Geschichten hier wieder Farbe zu geben. Jetzt habe ich mir hier was rausgesucht, die Farbe zu mischen. Man sagt ja immer, mit 3 Grundfarben kann man alle Farben mischen. Und das wird die Geschichte erzählt von einer alten Dame, die auf einem Berg lebt und nur 3 Grundfarben hat und jede Farbe mischen kann innerhalb von Sekunden. Ich glaube, sie wird Schwierigkeiten kriegen, weil hier, glaube ich, ein Anteil Neon drin ist.
Aber ich bin kein Farbwissenschaftler und kein Chemiker und ich weiß nicht, ob Neon überhaupt eine Farbe ist oder einfach eine Chemikalie, die... Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich versuche, der Farbe so nah wie möglich zu kommen. Und ich glaube, ich habe hier was, was der relativ nah kommt. Und angenommen, das wäre mein Skizzenbuch, dann würde ich jetzt hier einfach so einen Fleck hier daneben machen und mal gucken, ob das so hinhaut. Guck mal so. Oi, gar nicht so schlecht. Naja, wir probieren es mal mit der Farbe, die auf dem Pinsel ist. Und ich lege das hier wieder hin. Auch hier ist wieder die Glanzgeschichte. Da. Versteht mich nicht falsch. Natürlich könnt ihr gerade beim Sketchen auch diese Glanzgeschichten später da reinsetzen mit einem deckenden Stift. Jede traditionelle Aquarellschule schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber es ist ja keine Aquarellmalerei, die wir hier betätigen, sondern wir nehmen Aquarell, um unsere Sketches zu kolorieren, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir dann zum Schluss einen weißen Stift nehmen, um hier Highlights reinzusetzen, dann dürfen wir das. Ich lasse das hier extra jetzt bewusst trocknen, weil ich gleich Kontrolle haben will. Wenn ich jetzt hier mit meinem Blau reingehe, dann ist es noch nass und ich will jetzt hier ein Viereck reinmalen, dann seht ihr, was passiert. Keine Kontrolle. Nicht möglich, das muss erst trocken sein dafür. Also kümmern wir uns so lange ums Metallblau. Dazu mache ich hier mal ein bisschen mehr Platz. Ganz viel, naja, ich mache es ein bisschen grauer noch mit meinem Umbra. Da. Auch das glänzt so gemein. Da spinne ich mir das, glaube ich, ein bisschen zusammen. Schaut mal, wie sich das hier schön verbindet mit dem Rot. Geil. Ich föhne das. So, jetzt ist alles trocken, was trocken sein soll. Ich haue hier noch ein bisschen mehr von meinem Blaugrau rein, glaube ich noch ein bisschen stärker. Probieren wir es mal so, weil jetzt ist ja da so ein bisschen Rot reingelaufen. Deswegen nehme ich jetzt mal nur das Blau. Hier vielleicht noch abklären, dass hier die, na sagt schon, die Klinge ist. Da packe ich jetzt mal was Dunkles noch rein, genau hier hin. Warum? Weiß ich nicht. Ob es gut aussieht, weiß ich auch nicht. Aquarell hat viel mit Zufall zu tun und mit Ausprobieren. Hier packe ich auch noch eine Dunkelheit rein und hier packe ich sowieso eine Dunkelheit rein. Und ihr seht jetzt habe ich Kontrolle. Jetzt kann ich hier genau sagen, wo das Aquarell passieren darf, im wahrsten Sinne des Wortes, und wo nicht. So, und jetzt sieht man schon, ach, gucke mal. Nehmen wir noch ein bisschen Indigo dazu. Das ist ja tiefer, weiter unten. Das letzte, was jetzt noch kommt, ist, ich nehme hier mein Schwarz. Das ist kein wirkliches Schwarz, sondern das heißt Neutraltinte, ist ein Schwarzersatz. Warum Schwarz in der Aquarellmalerei verpönt ist, das ist ein Kommentar, den würde ich gerne mal lesen. Einen schön lang, ja? Keine Rechtschreibfehler, genau mal schreiben, warum kein Schwarz im Aquarell. Bin ich gespannt. Und ich nehme jetzt dieses Schwarz ganz trocken und packe es hier rauf. Und da unten fehlt auch noch. Nehmen wir auch das Schwarz gleich. Ihr müsst es nicht alles mit einem Pinsel machen. Ja? Warum auch immer. Ich habe mir das mal auferlegt. Ich versuche so viel wie möglich mit einem einzigen Pinsel zu machen. Ich habe hier auch ein paar andere liegen. Wenn ihr für sowas hier einen dünneren Pinsel benutzen wollt, ist es überhaupt nicht verboten. Im Gegenteil. Da oben möchte ich, dass die Farbe richtig schreit. Das heißt, ich brauche hier nochmal richtig viel Pigment. Und zwar richtiges Pigment hier hin. Schaut mal, wie das jetzt leuchtet, nämlich gleich. So, und wenn euch die Kanten jetzt hier, von dem Fleck, den ich gerade male, zu hart sind, einfach mit einem sauberen, feuchten Pinsel ran. Und schon ist das Ding fertig. Jetzt ist der da oben so knallrot, muss er hier unten auch sein. Brauchen wir auch noch mal ein bisschen Pigment. Und auch hier sehen wir den Schatten wieder. Wir folgen hier einfach der Form nochmal. Und jetzt kann das Weiß erst richtig wirken. Seht ihr das? Das Weiß von der Glanzlinie hier. Ich habe nicht gut die Farbe gemischt, deswegen ist hier jetzt so ein starkes Blau zu sehen. Aber das ist okay. Und jetzt weiche ich die Kante hier ein bisschen auf. Voilà! Oder wie man in Berlin sagt, voila, der Cutter. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, hat meine Mutter früher mal gesagt. Ich und meine 3 Freunde gucken jetzt nochmal nach, ob wir wirklich alles richtig gemacht haben im Buch. Ja, haben wir. Und wenn man das gut machen möchte und da besser drin werden möchte, dann muss man üben, trainieren. Üben, üben, üben. Dazu gibt es ein Übungsbuch mit Aquarellpapier drin. Da könnt ihr die ganzen Kapitel durchackern und unter anderem auch, jetzt müssten wir hier mal gucken, hier kommt, hier, Dinge.
einen Schlüssel, dann sind hier auch nochmal für eure Alltagsgegenstände ist hier Platz. Auf diesem Papier, das natürlich kein super krasses Aquarellpapier ist, sondern ein Papier, auf dem Aquarell möglich ist. Da könnt ihr trainieren und üben. Und ich hoffe tatsächlich, dass das für euch ein Anreiz war, die Sachen, die bei euch rumliegen und vielleicht schon ganz lange in der Schublade sind und keiner mehr anguckt, dass ihr die mal wieder rausholt und die zeichnet. Genau anguckt, üben, üben, üben. Immer wieder das gleiche Motiv. Wenn ihr es 10-mal gemalt habt, dann dreht es um und malt die andere Seite. Wenn ihr das 10-mal gemacht habt und euch überraschend langweilig werden sollte dabei, dann nehmt mal eine andere Technik, einen größeren Pinsel, einen anderen Stift zum Zeichnen, vielleicht gar keine Vorzeichnung, sondern gleich mit der Farbe oder nur zeichnen mit Schraffur. Es gibt 1000 Möglichkeiten, dass man am Ball bleibt und dass man, wie beim Sport, sich immer kleine Übungen macht und jeden Tag 5 Minuten ein bisschen Sport macht. Soll ganz gut für Körper und Seele sein. Wie gesagt, es gibt nichts, was man nicht zeichnen kann. Ich gucke mir hier die Kommentare von so einem Videos ab und zu mal wirklich an. Und wenn ich da lese, dass mir jemand mal eine Challenge stellt und sagt, zeichne doch mal ein Piep oder ein Tut, dann probiere ich das. Also schreibt ruhig mal in die Kommentare rein, was ihr selber gezeichnet habt, was super schwer war, was super einfach war, was ihr den anderen empfehlt mal zu zeichnen, was man vor allen Dingen bei sich rumliegen hat. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Video. Es war mir ein großes Vergnügen. Arrivederci und ciao.